Es war einmal eine böse und eifersüchtige Königin. Sie hatte eine freundliche und wunderschöne Tochter. Viele Prinzen aus vielen Ländern wollten die Prinzessin heiraten. Die Königin sagte jedem Prinzen: »Bevor du meine Tochter heiratest, musst du etwas für mich tun.« Dann gab sie ihm eine unmögliche Aufgabe. Wenn der Prinz es nicht schaffen konnte, sagte sie: »Jetzt wirst du sterben.« Und ihr Holzfäller schlug ihm den Kopf ab. »Du wirst niemals heiraten«, sagte sie zu ihrer unglücklichen Tochter und lachte. Prinz Karl war der Sohn eines armen Königs in einem kleinen Land. Er hörte von der schönen Prinzessin und sagte zu seinem Vater: »Ich möchte sie heiraten.« »Niemals«, rief der König, »die Königin wird dich töten. Du bist mein einziger Sohn, ich kann dich nicht verlieren. Es gibt hunderte wunderschöne Frauen auf der Welt. Du musst nicht unbedingt diese heiraten.« Aber der Prinz war sehr traurig. Er konnte nicht essen, er konnte nicht schlafen. Am Ende sagte sein Vater: »Geh, dann geh zur Prinzessin. Ich hoffe, du wirst besser abschneiden als die anderen Prinzen. Ich hoffe, ich werde dich wiedersehen.« Der Prinz war sehr aufgeregt, tanzte in seinen Zimmern herum, aß viel und wurde wieder stark. Dann begann er seine Reise. Er hatte keine Diener, weil sein Vater arm war. »Ich werde unterwegs Diener finden«, sagte er. Nach kurzer Zeit sah der Prinz einen kleinen Berg. »Was ist das für ein Berg?«, dachte er. Vorher war er nicht hier. Er ging näher und sah, dass es kein Berg war, sondern ein sehr dicker Mann, der auf dem Rücken lag und schlief. Der Prinz ging näher, und der dicke Mann wachte auf. »Was machst du hier, dicker Mann?«, fragte der Prinz. »Ich habe geschlafen«, sagte der dicke Mann, »und jetzt schlafe ich nicht mehr, wegen dir.« »Warum hast du geschlafen?«, fragte der Prinz. »Weil ich heute Morgen etwas gegessen habe. Jetzt möchte ich mein Mittagessen.« »Was hast du heute Morgen gegessen?«, fragte der Prinz. »10 Hühner und 100 Kuchen«, antwortete der dicke Mann. »Willst du mein Diener sein?«, fragte der Prinz. »Gib mir Essen«, sagte der dicke Mann, »und ich werde alles für dich tun.« So folgte der dicke Mann dem Prinzen. Nach kurzer Zeit begegneten sie auf ihrer Reise einem anderen Mann. Sein Kopf war nach unten geneigt und sein linkes Ohr lag auf dem Boden. Er schaute auf und sein linkes Ohr war sehr groß. »Was machst du, Großohr?«, fragte der Prinz. »Ich höre zu«, sagte Großohr. »Die Blumen öffnen sich, die Vögel singen in einem Land über dem Meer. Ich kann sie hören.« »Was kannst du im Haus der schönen Prinzessin hören?«, fragte der Prinz. »Die Menschen weinen. Ein weiterer Prinz ist tot«, antwortete Großohr. »Willst du mein Diener sein, Großohr?« »Ja«, sagte Großohr. Kurz danach sahen sie 2 lange Dinge am Wegesrand. »Was ist das? Bäume?«, sagte der dicke Mann. Als sie näher kamen, rief Großohr: »Es sind keine Bäume, es sind Arme, die längsten Arme der Welt.« Ein wenig später sahen sie den Kopf des Mannes. »Du bist ein sehr langer Mensch«, sagte der Prinz. »Ich kann noch länger sein als jetzt«, sagte Langarm. »Komm mit mir, Langarm«, sagte der Prinz, »sei mein Diener.« So folgte Langarm dem Prinzen. Als nächstes sahen sie einen Mann, der eine Hand über ein Auge hielt. »Hast du etwas im Auge?«, fragte der Prinz. »Nein«, sagte der Mann, »ich kann sehr weit sehen. Ich kann durch Dinge hindurchsehen, durch Gebäude, Berge und Wasser. Wenn mir etwas nah ist, muss ich ein Auge zudecken, damit ich es klar sehen kann.
»Komm mit mir, Schnellauge«, sagte der Prinz, »sei mein Diener.« So folgte Schnellauge dem Prinzen. Sie reisten weiter, und die Sonne wurde sehr heiß. Der Prinz öffnete seinen Mantel. Da begegneten sie einem Mann am Wegesrand, der 2 dicke Mäntel und einen großen Hut trug, so dass sie sein Gesicht nicht sehen konnten. »Mir ist kalt, kalt und kalt«, sagte er. »Warum ist dir kalt, Kaltmann?« fragte der Prinz. »Die Sonne ist sehr heiß, unsere Mäntel und Hemden sind offen, uns ist heiß.« »Wenn ich meinen Mantel öffne«, antwortete Kaltmann, »verschwindet die Sonne, Schnee fällt und alles stirbt vor Kälte.« »Komm mit mir«, sagte der Prinz, »sei mein Diener, aber bitte öffne deinen Mantel nicht.« Prinz Karl und seine Diener kamen in der Stadt an, und der Prinz ging zur Königin. »Ich möchte die Prinzessin heiraten«, sagte er. »Was muss ich tun?« Die Königin antwortete, »Du musst 3 Aufgaben erfüllen. Erledige sie gut, dann kannst du die Prinzessin heiraten.« Der Prinz und seine Diener arbeiteten zusammen, um alle Aufgaben der Königin zu erledigen. Obwohl sie ihm schwierige und unmögliche Aufgaben stellte, schafften sie es dank ihrer gemeinsamen Kräfte und Fähigkeiten, sie zu lösen. Am Ende war die Königin gezwungen, ihre Niederlage zu akzeptieren. Sie verließ das Land, und die Prinzessin und Prinz Karl heirateten und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.